An einem kalten Januarmorgen des Jahres 1308 zitterte die 7 Jahre alte Isabel von Frankreich, Tochter König Philipps IV., während Dienerinnen sie für ihre Hochzeit mit dem englischen König Eduard II. Vorbereiteten. Die Last von Brokat und Juwelen schien ihren winzigen Körper zu erdrücken. Stille Tränen liefen über ihre kindlichen Wangen, nicht aus Laune, sondern weil sie an diesem Nachmittag einem Mann zur Frau gegeben werden sollte, der fast 30 Jahre älter war, einem Fremden in einem Königreich, berüchtigt für seine rauen Sitten. Dieses Kind war Isabel, Tochter des mächtigen französischen Königs Philipps IV. Und an diesem Tag begann eine Reise, die sie von einem unschuldigen Opfer in eine der faszinierendsten und furchterregendsten Figuren der mittelalterlichen Geschichte verwandeln sollte. Diese Ehe mit König Eduard II. Von England war kein Liebesbündnis, sondern eine strategische Transaktion im ständigen Konflikt um die Kontrolle über die reiche Weinregion Gascogne. Für Philipp IV., genannt den Schönen, war seine jüngste Tochter ein diplomatisches Werkzeug, eine menschliche Münze, um eine vorübergehende Waffenruhe zu sichern. England erhielt eine Prinzessin königlichen Blutes, während Frankreich eine Verbündete, Augen und Ohren am Hof des Feindes gewann. Niemand fragte nach den Gefühlen des Kindes, das seiner Familie entrissen und in ein fremdes Land geschickt wurde. Prinzessinnen wurden als diplomatische Werkzeuge geboren, und Isabel war keine Ausnahme. Die Hochzeitszeremonie in Boulogne war ein protziges Schauspiel von Macht und Reichtum. König Eduard II., damals 23 Jahre alt und körperlich durchaus attraktiv, zeigte jedoch offenkundig Desinteresse an seiner jungen Braut. Seine Blicke suchten ständig Piers Gaveston, seinen engen Günstling und Geliebten. Zur öffentlichen Demütigung Isabels wurden sogar Geschenke, die für sie bestimmt waren, an Gaveston umgeleitet, der sie dann arrogant zur Schau stellte. Ein zeitgenössischer Chronist bemerkte: Die kleine Königin blieb allein und schwieg, während der König die ganze Nacht mit seinem lieben Pietro tanzte. Isabels erste Jahre in England waren von tiefer Isolation geprägt. Als Kind in einem Land, dessen Sprache ihr fremd war, wurde sie von ihrem Ehemann vernachlässigt, der Zeit und königliche Mittel mit Gaveston verschwendete. Während anfängliches Mitleid unter den englischen Baronen herrschte, wandelte sich dies schnell in Feindschaft gegenüber dem königlichen Favoriten, dessen grenzenloser Einfluss auf Eduard II. Sie erzürnte. Im Jahre 1312 brach die Spannung in offene Gewalt aus. Die rebellischen Barone, geführt vom Grafen von Lancaster, ergriffen Gaveston, der mehrfach verbannt und zurückgekehrt war, und ließen ihn ohne Prozess enthaupten. Sein Kopf wurde nach London geschickt, eine grausame Warnung an den König. Eduards Reaktion war verzweifelte Trauer, doch er ersetzte Gaveston bald durch einen neuen, noch schädlicheren Günstling. Hugh Despenser, ein ehrgeiziger und rücksichtsloser Adliger, der schnell die Kontrolle über den instabilen König gewann. Obwohl Isabel ab dem Jahre 1316 ihre eheliche Pflicht erfüllte und Eduard nacheinander 4 Kinder gebar, darunter den dringend benötigten Thronerben Eduard III., wurde sie von Despenser zunehmend verdrängt. Despenser und sein Vater häuften riesigen Reichtum und Einfluss an. Der Bruch kam, als sie begann, Isabels eigene Ländereien und Einkünfte zu beschlagnahmen. Ein Chronist schrieb: Ihr wurden selbst die geringsten Würden ihres Standes genommen, Diener entlassen, Juwelen konfisziert, und sie musste um Mittel für ihren Haushalt flehen.
Diese finale Demütigung erweckte etwas in der Königin, das sie selbst überraschte. Das einst ängstliche Kind wandelte sich zu einer Frau entschlossen zu überleben, koste es, was es wolle. Eine Gelegenheit zur Veränderung ergab sich im Jahre 1325, als Isabel als Gesandte nach Frankreich reiste, um mit ihrem Bruder, König Karl IV., zu verhandeln. Es war ein Fehler, den Eduard teuer bezahlen sollte. In Paris kehrte Isabel nicht nach England zurück. Stattdessen traf sie sich mit Roger Mortimer, einem englischen Baron, der nach kühner Flucht aus dem Tower von London im Exil lebte und ein erbitterter Todfeind der Despenser war. Aus der politischen Allianz zwischen Isabel, der gekränkten Königin, und Mortimer, dem rachsüchtigen Exilanten, erwuchs eine leidenschaftliche Beziehung. Mortimer erkannte Isabels Potenzial und für Isabel bot die Verbindung nicht nur Zuneigung, sondern auch die Chance zur Rache an ihrem Ehemann und seinem verhassten Favoriten. Die Königin, solange ein Lamm, offenbarte sich als Wölfin, schrieben Zeitgenossen. Isabel gab die Rolle der unterwürfigen Ehefrau auf und erklärte öffentlich, nicht nach England zurückzukehren, solange die Despenser herrschten. Eduard II. Versuchte, sie mit ihrem Sohn zu locken, doch Isabel wusste das Spiel zu spielen. Sie erreichte, dass ihr Sohn zum Herzog von Aquitanien ernannt wurde, was ihm erlaubte, legal nach Frankreich zu reisen und unter ihre Obhut zu gelangen. Im September des Jahres 1326 landeten Isabel und Mortimer mit ihrer Armee in England. Sie wurden nicht als Eindringlinge, sondern als Befreier vom Volk empfangen, das unter Eduards Misswirtschaft und der Korruption der Despenser litt. Adel, Klerus und einfache Leute schlossen sich ihnen an. Eduard II. Und die Despenser flohen, wurden aber rasch gefangen genommen. Isabels Rache war schnell und brutal. Hugh Despenser, der Hauptfeind, wurde nach einem Scheinprozess öffentlich und auf besonders grausame Weise hingerichtet. Er wurde gezerrt, gehängt und vor seinem Tod grausam verstümmelt. Eduard II. Wurde gezwungen, zugunsten seines jungen Sohnes Eduard III. Abzudanken. Der abgesetzte König wurde zunächst in Kenilworth gefangen gehalten, dann aber nach Berkeley verlegt. Dort, im September des Jahres 1327, starb Eduard II. Unter Umständen, die bis heute Anlass zu Spekulationen geben. Die wahrscheinlichste Version besagt, dass er brutal ermordet wurde, möglicherweise mit einer Methode, die keine äußeren Spuren hinterließ. Die Schreie seiner Qual sollen weit über die Mauern des Schlosses Berkeley hinaus zu hören gewesen sein. Ein letztes Zeugnis seines Falls. Mit dem Ehemann tot und dem Sohn minderjährig regierten Isabel und Mortimer England als faktische Regenten. Sie lebten in skandalösem Luxus und nutzten ihre Macht, um sich zu bereichern, was ihnen schnell Feinde schuf. Roger Mortimer nahm den beispiellosen Titel eines Grafen von March an und stellte sich über die anderen Adligen. Doch die nächste Generation wartete. Der junge König Eduard III. Beobachtete das Verhalten seiner Mutter und Mortimers mit wachsender Unzufriedenheit. Im Jahre 1330, als er das Alter erreicht hatte, um selbst zu regieren, inszenierte Eduard III. Einen Staatsstreich. Mit Verbündeten drang er über einen geheimen Gang in Mortimers Gemächer im Schloss Nottingham ein. Berichten zufolge flehte Isabel: »Schöner Sohn, hab Mitleid mit dem edlen Mortimer.« Logisch, doch vergeblich. Mortimer wurde gefangen genommen und schnell als Verräter hingerichtet. Isabel selbst wurde von ihrem Sohn verschont. Sie wurde nicht vor Gericht gestellt, aber von Hof verbannt
und verbrachte die letzten 28 Jahre ihres Lebens in einer Art ehrenvoller Haft im Schloss Castle Rising in Norfolk. Sie starb im August des Jahres 1358 im Alter von 67 Jahren. Isabel von Frankreichs Leben war eine dramatische Transformation von einer Kindesbraut und einem Opfer zu einer mächtigen und entschlossenen, aber auch rücksichtslosen Wölfin. Ihre Geschichte ist ein Zeugnis für die Brutalität der mittelalterlichen Machtpolitik und die Fähigkeit einer Frau, in einer von Männern dominierten Welt ihr eigenes Schicksal zu gestalten, auch wenn dies einen hohen Preis forderte und zu einem komplexen und umstrittenen Vermächtnis führte. Sie wird als die Wölfin Frankreichs in Erinnerung bleiben. Die Geschichte berichtet, dass Isabel in Castle Rising in ihren letzten Jahren von Unruhe geplagt war. Legenden erzählen von einer ruhelosen Präsenz in ihren ehemaligen Gemächern, von Flüstern und Schatten. Ein Bericht erwähnt, dass sie in den letzten Monaten 2 Stühle gegenüber voneinander aufstellen ließ, einen für sich, einen für den Ehemann, den sie hatte töten lassen, und mit der leeren Luft sprach. Sie wurde im Habit einer Nonne begraben, mit dem Herzen Eduards II. In einem Reliquiar auf ihrer Brust. Eine letzte, rätselhafte Geste. Isabels Geschichte ist eine Warnung davor, wie Macht korrumpiert und wie Rache, so gerechtfertigt sie scheinen mag, selten Frieden bringt. Sie wurde nicht als Monster geboren. Sie wurde von den Grausamkeiten ihrer Zeit geformt. Ihre Geschichte erinnert uns daran, dass die Monster, die wir am meisten fürchten, oft von den Umständen und uns selbst geschaffen werden.